Hallo allerseits, heute bin ich in St. Georgen im Deutschen Phonomuseum und ich bin hier bei Helmut Mellert. Der ist Museumsführer und Restaurator von tollen Schallstücken und von tollen Tonaufzeichnungsgeräten und Plattenspielern und sonstigem. Und wir haben hier den ältesten Phonographen überhaupt von Thomas Alva Edison, einer von 3 Originalstücken, die noch erhalten sind. Es wurden angeblich tatsächlich nur 3 gebaut. Der ist 141 Jahre alt, ist 1878 gebaut. Und das ist hier eine Leihgabe, glaube ich, die gehört nicht dem Museum. Das ist eine Leihgabe der Familie Dietz. Familie Dietz hat uns viele Geräte als Leihgaben zur Verfügung gestellt. Herr Dietz hat eine Sammlung gekauft aus der Schweiz und wir haben also viele Ausstellungsstücke davon hier im Museum. Das ist also ein Zinnfolienphonograph aus dem Jahr 1878, ein Originalstück, wie angeblich nur auf der ganzen Welt noch 3 Stück vorhanden sind. Und die Funktion kann man am besten an einem Funktionsmodell hier mal etwas erläutern. Wir haben hier eine Zinnfolie, eine Walze mit Zinnfolie bespannt. Wir haben einen Trichter, in diesem Trichter eine entsprechende Membran. Und diesen Nagel, den man da hinten dran sieht, muss man sich jetzt als Schneidstichel vorstellen. Wenn der Schneidstichel auf die Walze aufgesetzt wird und man in diesen Trichter reinspricht, bewegt sich die Membran ja in axialer Richtung. Und bei einer Drehbewegung hier an der Kurbel würde jetzt dieser Schneidstichel eine wendelförmige Nut in diese Walze schneiden. Ersetzt man dann den Schneidstichel durch eine Abtastnadel, setzt die wiederum in die Rille und dreht hier, dann wird praktisch die Membran wieder entsprechend bewegt und aus dem Trichter kommt das heraus, was man ursprünglich eben reingesprochen hat. Und wie das so ähnlich funktioniert, können wir uns, glaube ich, hier nebendran bei einem Exponat ansehen und anhören. Das können wir uns auch mal anhören. Hier ein Phonograph aus dem Jahr 1902. Reine Mechanik, angetrieben über ein Federlaufwerk. Und das klingt dann so. Und der Schalltrichter war dann gleichzeitig der Verstärker? Der Schalltrichter ist der Verstärker. Wenn ich also den Schalltrichter wegnehme, dann bleibt praktisch vom Klang nicht mehr allzu viel übrig. Beeindruckend, wie stark mechanisch ein Trichter verstärken kann. Das waren jetzt die Anfänge der Phono-Geschichte in den USA. Und wie kommen wir dann jetzt zu Deutschland, zu St. Georgen? Ja gut, es ist so, dass St. Georgen, da müssten wir eigentlich mit der Uhrenindustrie beginnen. In St. Georgen oder im Schwarzwald überhaupt war ja die Uhrenindustrie als Hausindustrie weit verbreitet. Und auf den Schwarzwaldhöfen wurden vor allen Dingen in den Wintermonaten entsprechend Uhren produziert. Und später eben dann auch Teile für die Phonoindustrie, Grammophone beziehungsweise eben Federlaufwerke und sonstige Dinge. Das heißt also, viele Teile haben dann Bekanntheit, Ähnlichkeit, Verwandtschaft mit Uhren oder mit Uhrwerken. Ja, natürlich. Das ist also die gesamte Phonoindustrie im Schwarzwald ist eigentlich aus der Uhrenindustrie hervorgegangen. Eine ganz andere Geschichte ist eigentlich die Geschichte der mechanischen Musik. Ne? Das können wir uns natürlich hier drüben auch mal anschauen. Und zwar haben wir hier an der Wand ein Orphenion hängen, Datenträger. Ist schlicht und einfach eine Blechplatte. Eine Blechplatte, in die entsprechende Löcher gestanzt sind, aber nicht ganz durchgestanzt, sondern so, dass hinten solche Häkchen stehen bleiben. Und diese Häkchen, die reißen dann im Instrument dann entsprechende Stahlzungen an und bringen das Ganze dann zum Klingen. Wir können uns das mal anhören. Ich muss da vielleicht auch erst noch mal ein bisschen kurbeln. Wie alt ist der? Also auch über den Federlauf. Etwa Baujahr 1900. Um diese Zeit wurden diese Geräte gebaut. Es ist bereits ein Gerät mit Münzeinwurf und gegen Münzeinwurf von 5 Pfennig konnte man sich da ein Musikstück anhören.
über ein Federlaufwerk und die Platte macht im Normalfall 2 Umdrehungen und stellt dann automatisch ab. Es war in der damaligen Zeit ja eben nicht möglich, als solche Dinge gebaut worden sind, Musik oder sonstige Dinge entsprechend aufzuzeichnen. Das heißt, das ist ein Musikautomat auch aus dem Schwarzwald gefertigt? Aus dem Schwarzwald, ja. Hier zum Beispiel jetzt auch das Orchestrion, was wir hier stehen haben. Zwischen Villingen, Unterkirnach, Föhrenbach, Waldkirch wurden eben solche Instrumente gebaut. Datenträger, eben diese Walze. Jeder Stift auf der Walze entspricht einer einzelnen Note. Und angetrieben wird das Ganze über ein Gewicht, was hinten im Schrank untergebracht ist. Und wenn die Walze sich dreht, wird dann über diese Gleitbrücken das Ganze auf das Instrumentarium übertragen und damit zum Klingen gebracht. Ich kann es gerade mal in Tätigkeit setzen, muss allerdings auch erst noch mal ein bisschen kurbeln, damit wir entsprechend Antriebskraft haben. Auch mit Münzeinwurf, stand also in einer Gaststätte und gegen 10 Pfennig. Auf der Walze sind mehrere Musikstücke. Wenn man ein anderes Musikstück hören möchte, dann muss man die Walze einfach axial etwas verschieben. Ich mache das gerade mal. Ja, Problem war eben in der damaligen Zeit, auch wenn man jetzt mehrere Musikstücke auf der Walze unterbringen möchte, die Musikstücke sind ja durchaus unterschiedlich lang, dann musste man die so setzen, dass nach genau einer Umdrehung der Walze das Musikstück fertig ist. Denn es kann nicht sein, dass ein Musikstück etwas länger ist und das andere etwas kürzer, das geht also nicht. Ne? Ganz andere Technik haben wir hier bei dem Reproduktionsklavier von Welte in Mignon. Welte, ursprünglich eine Firma, die aus Föhrenbach stammt, Baujahr auch etwa 1902, 1903, so um diese Zeit. Es ist ein selbstspielendes Klavier, angetrieben von einem Elektromotor. Hier unten ist die gesamte Luftmaschinerie untergebracht und gesteuert wird das Ganze über ein Papierband, was hier über einen Kamm drüber läuft, wo es abgetastet wird. Das heißt, der Vorgänger der Lochstreifen der Computertechnik. Eigentlich ein es war in der mechanischer analoger Computer. Es war in der damaligen Zeit ein großes Geheimnis, wie die das mit der Aufzeichnung gemacht haben. Aber bitte, es funktioniert. Hören wir es uns einfach mal an. Das heißt, es spielt so lange, je nachdem wie lange das Blatt ist? So lange, wie die Rolle ist, und dann spult er automatisch. Also theoretisch dann 5 Minuten oder länger oder noch länger, je nachdem. Und das ist jetzt aber kein Original, sondern das ist kein Originalband, sondern das ist ein nachgestanztes. Also wir haben etwa 60 Originalbänder, die wir allerdings nicht spielen, denn die sind viel zu kostbar. Ne? Das ist jetzt hier ein Originalband? Das ist ein Originalband, und damals war es so bei Welte, wenn ein Pianist etwas eingespielt hat, dann musste er unterschreiben hinterher, dass diese Einspielung entsprechend von ihm ist. Ne? Ja. Das ist noch eine andere Variante von diesen Maschinen, nur mal ganz kurz zu sehen. Im Prinzip hier genau das Gleiche, selbst spielen, nur eben hier ist eine entsprechende Klaviertastatur vorhanden. Das heißt, man kann dieses Instrument auch ganz normal über die Tasten spielen. Beziehungsweise man kann hier die Geschichte sogar verdecken. Also wenn der Junior an Weihnachten, wenn er nicht geübt hatte, dann hat man ein entsprechendes Band aufgelegt,
hat die Klappe oben zugemacht und er hat dann so getan, als und keiner wusste. Würde. Dabei war das gar nicht so. Ne? Gut, jetzt werfe ich hier nur mal kurz einen Blick in die verschiedenen Phonographen, die man hier anschauen kann. Ich möchte hier nicht vorwegnehmen, dass man das Museum unbedingt mal besuchen sollte und zeige einfach hier mal ein paar von diesen Schaustücken, die die Frühzeit der Phonographen zeigen. Und ich denke, jetzt sollte man dann mal zur Übergangszeit kommen zu den ersten Plattenspielern, die in St. Georgen auch ihre Heimat haben. Ja gut, wie gesagt, Edison hat ja 1877 den Phonographen erfunden und das Problem war ja diese Walzen, dass man die eben auch nicht vervielfältigen konnte. Man hatte keine Möglichkeit. Und da kam 10 Jahre nach Edison kam Emil Berliner, ein Deutscher, der in den USA lebte, der kam auf die Idee, statt einer Walze eine Platte zu verwenden. Und hier sehen Sie jetzt ein Grammophon mit Federlaufwerk von Berliner mit einer Schallplatte dann. Und da war es dann eben möglich, die Schallplatten, die konnte man entsprechend vervielfältigen. Und das war natürlich dann eine ganz große Geschichte, die eigentlich ganz wichtig war und die zum Durchbruch eben auch kam. Jetzt sind wir ein paar Jahre später, Mitte der 20er Jahre, und hier ist ein Plattenspieler, schaut schon sehr dem aktuellen Grammophon, schaut schon sehr dem heutigen Plattenspieler ähnlich, aber ist eben noch ein Grammophon, und zwar in der Optik eines Schwarzwaldhäusels. Jawohl, genau. Erstens mal überhaupt kein Trichter, wie wir das sonst bei den Grammophonen kennen, sondern Resonanzkörper ist einfach das Haus hier unten. Und dieses Schwarzwaldhäusle wurde, glaube ich, 3-mal in St. Georgen hergestellt. Und da dient auch das Dach gleichzeitig als Schalltrichter. Ja, nee, der Schallaustritt erfolgt praktisch über die Öffnungen im Gebäude unten. Ne? Denn vom Tonarm geht praktisch der Schall hier nach unten und wird dann durch diese Öffnungen abgestrahlt. Baujahr etwa 1925. Aber in der damaligen Zeit, hier oben steht nochmal so ein Schwarzwaldhaus, auch aus diesem Zeitraum, von diesem wurden 10.000 Stück bereits gefertigt. Das ist also bereits ein Großserienprodukt. Also richtige Massenproduktion. Ja, ja. Ein Standgrammophon von Albert Ebner, auch aus den 20er Jahren. Albert Ebner war ein Unternehmer, der in Stuttgart ein Unternehmen hatte und entsprechende Grammophone gebaut hat. Ein Luxusgrammophon, Preis damals über 1.900 Reichsmark. Das war der Preis von einem Auto. Und das konnte sich sicherlich nicht jedermann leisten, sondern das war schon einer entsprechenden Oberschicht vorbehalten. Hat bereits einen elektrischen Antrieb. Im Moment haben wir hier keinen Strom. Ich kann es halt jetzt gerade nicht in Funktion setzen. Es ist überwiegend aus Holz, sogar der Tonarm ist aus Holz gefertigt. Und nur die Schalldose ist eben entsprechend mit einer Membran und Nadel aus Metall. Auch aus den 20er Jahren ein Standgrammophon aus England von His Master's Voice. Das auch erstmal kurbeln, also kein elektrischer Antrieb. Das ist ein besonders schönes Möbelstück eigentlich und die Besonderheit an diesem Grammophon, der Plattenteller und auch der Tonarm sind echt vergoldet. Und das Beste daran ist eigentlich der Klang. Es klingt also wirklich wunderbar. Es ist erstaunlich, dass das alles ohne jeden Strom und ohne Verstärker und ohne allem läuft, nur mechanisch verstärkt. Also klanglich ist das wirklich erstaunlich, was man hier schon herausgeholt hat, einfach durch die entsprechende Schallführung. Es ist also vom Klang her wirklich toll. Vielleicht sollten wir auch noch mal zurück, was man bei den Grammophonen gemacht hat. Es gab da auch verschiedene Spielereien. Den Hopser wollten wir da vielleicht mal anschauen. Also das Grammophon stammt aus Deutschland, aber was hier oben drauf steht,
Dieses Figürchen, das kommt aus USA und man hat da halt auch solche Spielereien gemacht. Ne? Der tanzt jetzt aber nicht im Rhythmus, sondern einfach nur... Das ist einfach rein mechanisch übersetzt über ein kleines Getriebe, was da unten drin ist. Ne? Toll. Natürlich auch in der damaligen Zeit, das stammt auch aus den 20er Jahren bei den Grammophonen, Vorläufer der Disco-Flügel. Angetrieben wurde das natürlich früher vom Plattenteller direkt. Und statt einer elektrischen Glühbirne war sicherlich da auch eine Petroleumlampe drin, die eben für die Beleuchtung gesorgt hat. Die hat dann durch die Spiegel und alles eben hier für Lichteffekte gesorgt. Ja, hat ein bisschen orientalischen Einschlag, aber also der Lichteffekt ist also schon sehr, sehr schön. Kombination aus Lichter, Kaleidoskopeffekt und. Also es macht wirklich Spaß, das zu sehen. Und dann Musik dazu, hier der Plattenspieler. Also normalerweise erfolgte der Antrieb ja eben über den Plattenspieler direkt. Wenn wir jetzt nochmal auf die St. Georgener Industrie zurückgehen, hier haben wir eigentlich den Namensgeber der Firma Dual, den sogenannten Dual-Motor. Das ist ein Motor, eine Antriebseinheit, einmal bestehend aus einem Federhaus, das schwarze, was Sie hier sehen, das ist das Federhaus. Und hier auf der anderen Seite das verchromte, das ist der Elektromotor. Und mit diesem Motor hatte man also die Möglichkeit, dann ein Grammophon entsprechend entweder rein über das Federhaus, über das Federlaufwerk anzutreiben oder über den Elektromotor. Dual, also zwei Antriebsmöglichkeiten, und damit war dann der Namensgeber für die Firma Dual. Und das Ganze gegeben. 1928, das heißt, das ist jetzt 91 Jahre alt, dieses Prinzip. Und der Anfang der Firma Dual und der Firma PE, die hier in Schwarzwald entstanden sind. Die liegen noch weiter zurück, die liegen etwa 1903, haben die Gebrüder Steidinger eben angefangen, Uhrenteile zu produzieren, haben sich 1911 dann getrennt. Der eine, daraus ging dann später die Firma Perpetuum Ebner hervor und aus dem anderen die Firma Gebrüder Steidinger, später Dual. Hier haben wir jetzt Geräte aus den 30er Jahren, sogenannte Schatullen. Hier haben wir jetzt bereits elektrische Antriebe, also keine Federlaufwerke mehr, und wir haben bereits elektrische Tonabnehmer. In der damaligen Zeit gab es ja dann auch schon entsprechende Rundfunkgeräte, wo man eben diese Geräte dann entsprechend anschließen konnte. Elektrischer Tonabnehmer und Röhrenverstärker dann wahrscheinlich? Ja, ganz genau. Im damals gab es ja noch keine Transistoren. Röhrenverstärker, der dann eben das Ganze, da hatte man auch die Möglichkeit, dann entsprechende Lautstärkeregelungen vorzunehmen. Ne? Und die Entwicklung ging dann immer weiter bis dann 1949. Firma Perpetuum Ebner, die haben also dann damals den ersten Plattenwechsler auf den Markt gebracht. Über diese Einzugschnecken wurden die Platten eingespult, entsprechend abgeworfen und konnten so 10 Platten abgespielt werden. Das war vor 70 Jahren jetzt. Ja, Firma Dual kam etwa zur gleichen Zeit, also 1950 etwa, dann mit einem anderen Abwurfsystem auf den Markt. Und dieses Gerät sieht man hier, ist also wesentlich einfacher als wie mit diesen Einzugschnecken das gemacht ist. Das Einfachere machte es dann halt auch massenmarkttauglicher, ja, genau, wahrscheinlich. Ja, so ist es, ja. Unterschiede, Tonarmlagerung, Abwurftechnik und wie gesagt, Dual und PE eben die beiden St. Georgener Unternehmen, deswegen ist die Mehrzahl der Geräte, die wir hier stehen haben, auch aus diesen beiden Firmen. Wir haben hier auch Geräte von Philips stehen, ja, oder es gibt hier MID, war auch eine Firma, die hier entsprechend in der Gegend produziert hat. Das ist so alles 50er Jahre jetzt, was Sie hier sehen. Eben auch so Sonderdinge, Kofferradio mit kleinem Plattenspieler drin für Singles.
So wie es heute der Kofferradio mit CD-Player ist, eben damals auch schon mit einem Plattenspieler. Ja, ja. Metz 1958, also auch 60 Jahre her. Jawohl. Hier ein Gerät der Firma Braun, auch aus den 60er Jahren, der sogenannte Schneewittchen-Sarg. Also das ist vom Design her, war ja Braun immer etwas ganz Besonderes. Die waren vom Design her immer führend. Und das ist durchaus auch eine Anlage, die man heute also ohne weiteres sich noch anschauen und zu Gemüte führen kann. Das ist also wirklich was Schönes. Anfänge der HiFi-Technik dann in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Hier unten der erste HiFi-Spieler von PE, der PE 33. Dann eben auch aus den 60er Jahren ein baugleich mit dem PE 34, ein Gerät von Telefunken. Dann ein Torrens TD 124, gebaut auch Anfang der 60er Jahre bis in die 70er Jahre. Das war ein Meilenstein eigentlich. Der erste HiFi-Spieler von Dual aus den 60er Jahren, der Dual 1009. Ja, das waren so die Anfänge eigentlich der HiFi-Geschichte, also HiFi DIN-Norm 45500. Hier haben wir dann Geräte 60er Jahre, eben wie ich vorhin schon sagte, Abwurftechnik wurde verfeinert. Man hat also keine Belastungsarme mehr gehabt nachher, sondern nur noch eine einzige Plattenachse, wo die Schallplatten aufgelegt wurden. Tonarmlagerungen wurden verändert, bis schließlich hier Dual 1219, Baujahr 1969, mit dieser markanten Tonarmlagerung, die zwei ineinander liegenden Ringe. Das kann man nachher am Überkopfmodell noch mal ein bisschen zeigen. Hier haben wir vielleicht noch mal eine interessante Geschichte aus den 70er Jahren, ein Messemodell, um zu zeigen, eine Schallplatte kann in jeder Lage abgespielt werden. Man hat die Tonarmlagerung des 1219 genommen, entsprechend vergrößert, einen Plattenspieler reingehängt und wie Sie sehen, es funktioniert, egal in welcher Lage der Plattenspieler steht. Das heißt, man hat hier auf der Messe, auf der Funkausstellung hauptsächlich, die IFA heißt, Funkausstellung da hat Berlin man das gezeigt in Berlin, ja, dass der Plattenspieler in allen Lebenslagen, vertikal, horizontal, auf dem Kopf stehend spielen konnte oder hier auf Seilen hängend. Ja, den kann wir auch, ich kann den auch mal. Das war der Vorläufer eigentlich von der Geschichte da. Der spielt auch diese eiernden Platten? Ja, der spielt sie. In den Hochzeiten der Plattenspielerfertigung hier in St. Georgen hatte Dual mehrere tausend Mitarbeiter. Ja, Dual hatte beim Konkurs 3.500 Mitarbeiter. Tagesproduktion lag bei ca. 6.000 Plattenspielern pro Tag. Es war also schon eine gewaltige Summe an Geräten, die hier produziert worden sind. Wann war das dann, wie es vorbei war mit den Plattenspielern? Der Konkurs war 1982 von Dual. Die Firma wurde dann später weitergeführt von Thomson Brandt aus Frankreich, wurde dann verkauft an Schneider Türkheim. Schneider ist vielleicht bekannt, die haben später auch mal die haben ursprünglich Tonmöbel produziert, später dann auch Heimcomputer und sonstige Dinge. Und Mitte der 90er Jahre war dann endgültig Schluss. Aber in St. Georgen werden nach wie vor entsprechend Plattenspieler gebaut. Und dann ging es irgendwann jetzt etliche Jahre, 20 Jahre lang eigentlich gar nichts. Und seit circa 10 Jahren, schätze ich jetzt mal, gefühlt, wahrscheinlich schon ein bisschen länger, gibt es tatsächlich wieder die Bewegung, dass es analoge Plattenspieler wieder gibt. Was Plattenproduktion betrifft, bereits wieder im Millionenbereich. Also es ist
Es war Ende der 70er Jahre, waren es über 100 Millionen Langspielplatten pro Jahr, die produziert worden sind. Ging runter bis fast auf null und heute ist man also wieder im Bereich von Millionen. Ja, heute auf so Messen, ich war auch ganz erstaunt im Frühjahr, im Mai auf der High-End in München, wie viele Plattenspieler es wieder gibt, wie viele Firmen Plattenspieler auch fertigen. Wir haben hier auch ein paar von Firmen, die sogar hier gebaut oder hier gefertigt oder hier endmontiert werden, je nachdem. Produktion hier, Firma Fehrenbacher unter dem Namen Dual eben hier, Dual CS 460, Dual CS 600. Auch dieser Torrens hier unten wird in St. Georgen gebaut von der Firma Fehrenbacher. Und ein junger Unternehmer, der hat in den letzten Jahren jetzt, lässt er die Firma Perpetuum Ebner wieder aufleben. Hier sein Spitzenmodell, den PE 4040, und hier ein etwas abgespeckteres Modell, den PE 800. Also auch hier werden unter diesen Namen wieder entsprechend Geräte produziert. Und hier im Schwarzwald werden auch Röhrenverstärker gebaut? Das ist auch ein junger Mann, der sich der Röhrentechnik wieder verschrieben hat, und der baut also hochwertige Röhrenverstärker. Und da gibt es durchaus auch eine Klientel, die eben sich für diese Dinge interessiert und auch das nötige Kleingeld hat, um solche Dinge sich anzuschaffen und wieder in Betrieb zu nehmen. Ja. Im ersten Stock des Phonomuseums gibt es noch Sonderausstellungen. Ja, hier haben wir eine Wurlitzer Musikbox für Schellackplatten stehen, Baujahr 1948. Die haben wir vor 1,5 Jahren die erstanden und haben sie jetzt restauriert, und sie funktioniert auch wieder. Ich wähle einfach mal eine Platte an. Er schwenkt die Platte aus, der Plattenteller fährt hoch. Hier konnte man die Musikstücke sehen. Ja, die Platten müssen wir jetzt mal noch sauber machen. Und er wechselt dann eben auch automatisch, wenn ich jetzt eine andere Platte wähle. Ich kürze hier jetzt einfach mal ein bisschen ab. Sind dann 20 Platten? Nee. 24 Platten. Schmuckstück, was wir demnächst in die Ausstellung unten integrieren werden. Das heißt, Sie haben hier noch einen Werkstattbereich, in dem Sie... Hier hinten haben wir unsere Werkstatt, wo wir uns montags immer vergnügen, um die alten Geräte auf Vordermann zu bringen und wieder funktionstüchtig zu machen. Denn es ist klar, bei diesen alten Dingen gibt es immer was zu tun. Was hat es damit noch auf sich? Ach, das ist ein Radio. Das ist ein Radiogerät aus England. Wobei hier, das ist insofern wiederum etwas Besonderes. Das Typenschild hier, was hier drin steht, Alfred Imhoff. Die Firma Imhoff war ursprünglich eine Firma in Föhrenbach, die entsprechend Orchestrione hergestellt hat, und einer der Söhne ist nach England gegangen und hat dort entsprechend dann auch solche Geräte vertrieben und verkauft. Einer der ersten Fernsehprojektoren von Saba aus dem Jahr 1960. Damals war ja die Fernsehtechnik eigentlich im Kommen, und hier hatte man dann bereits einen Projektor, der auf eine gewölbte Leinwand das entsprechende Bild dann produziert hat. Das heißt, der Vater aller Beamer, könnte man eigentlich dann sagen. Im Prinzip, ja, im Prinzip. Mit Baujahr 1960, also auch fast 60 Jahre alt. Ja. Ja, und hier halt einfach nochmal entsprechend so ein bisschen Nostalgie der 50er, 60er Jahre
wie es eben in der guten Wohnstube auszusehen hatte. Hier hinten haben wir noch einen Original-Schreibtisch von Richard Steidinger mit dem entsprechenden Stuhl und dem Schrank aus seinem Büro. Er war Mitinhaber der Firma Gebrüder Steidinger, also Dual. Ja. Gut, und hier im ersten Stock haben Sie noch zwei Sonderausstellungen. Einmal elektronische Aufzeichnungsgeräte. Elektromagnetische Aufzeichnung, beziehungsweise hier auf der Seite dann eben die Uhrentechnik. Aber wenn ich mir so anschaue, wie viele Uhren hier stehen, da könnte man hier wahrscheinlich auch locker 1-2 Stunden allein mit den Uhren schon verbringen, die hier aufgebaut sind. Eine Besonderheit vielleicht einmal diese astronomische Kunstuhr von Christoph Jäckle. Christoph Jäckle war Uhrenkonstrukteur bei der Firma Tobias Beuerle und zwischen 1960 und 1970 wurde diese Uhr gebaut. Die ist also wirklich einmalig, die gibt es nur ein einziges Mal. Es besteht aus 3 Baugruppen eigentlich. Das Hauptuhrwerk mit Wochentag, Datum, Monat und Jahresanzeige und der Uhrzeit. Links das sogenannte astronomische Uhrwerk, Sonne, Mondstand und was da eben dazugehört. Und die Besonderheit ist eigentlich hier das Kalenderwerk, denn die Feiertage Ostern, Pfingsten liegen ja jedes Jahr anders. Das ist ja abhängig vom Frühjahrsvollmond. Und er hat auf mechanische Art und Weise das dahingehend umgesetzt, dass am 31. Dezember vom Hauptuhrwerk ein Impuls auf das Kalenderwerk rübergegeben wird und die Feiertage für das kommende Jahr richtig eingestellt werden, auf rein mechanische Art und Weise. Das Ganze funktioniert sicher bis ins Jahr 2099. Dort fällt dann ein Schaltjahr aus und dann passt es nicht mehr. Aber uns interessiert es, glaube ich, alle nicht mehr. Also ich denke, dass man hier allein mit den Uhren schon 2-3 Stunden verbringen könnte. Und hier nochmal ein Blick auf die Ausstellung mit den elektromagnetischen Aufzeichnungen, mit Tonbandgeräten von verschiedenen Herstellern, Revox, Studiomaschinen, alles Mögliche ist hier aufgebaut. Und von Dual, von Saba, Grundig, UHA, all diese namhaften Firmen haben wir hier eigentlich stehen und beginnen eigentlich mit der Drahttonaufzeichnung, bevor man mit Bändern aufgezeichnet hat. Hat man ja auf Drähte aufgezeichnet, also hier haben wir auch Drahttongeräte stehen, wie hieß es zum Beispiel, Drahtdurchmesser 0,07 mm, der wird entsprechend magnetisiert und entsprechend dann Musik darauf aufgezeichnet. Das ist also so ein gesamter Querschnitt. Was wir hier vielleicht auch noch zeigen wollten, das ist so die Entwicklung der Elektrotechnik, wenn Sie dieses Studiotonbandgerät anschauen und Sie haben einen Schaltplan und einen Defekt im Gerät, da können Sie reparieren. Das ist gar kein Problem. Eine solche Leiterplatte, wie sie hier unten liegt, da ist eine Reparatur in den meisten Fällen absolut unmöglich und ist dann eben zum Wegwerfen. Das ist ja auch schon eine etwas ältere, wenn ich die Schnittstellen anschaue, dann ist die auch nicht mehr ganz zeitgemäß, aber eben auch schon als Beispiel, dass man hier sieht, dass das hier schon mit Reparieren gar nichts mehr ist, während hier dann jeder Trimpotti und jeder Kondensator noch einzeln ausgewechselt werden und ist also gar kein Problem, wenn man die entsprechenden Kenntnisse hat und den Schaltplan, dann ist das gar keine Schwierigkeit. Ja. Das Museum hier in St. Georgen hat in der Regel Freitag, Samstag, Sonntag hauptsächlich auf, in den Ferien öfter, oder wie ist es mit den Öffnungszeiten? Wir haben die ganze Woche über auf, also montags ist das Museum geschlossen, wie alle Museen eigentlich, aber von Dienstag bis Sonntag ist das Museum geöffnet, von 11 bis 17 Uhr. Gut, ich denke, wenn man das hier so gesehen hat, glaube ich, spricht es fast schon von alleine, dass man hier unbedingt mal vorbeischauen sollte. Und mir hat es hier wirklich Spaß gemacht, mir dieses Museum hier anzuschauen. Ich bedanke mich bei Helmut Mellert für die ausführliche Führung, für die Erklärungen, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ich kann nur einladen, St. Georgen im Schwarzwald, das Deutsche Phonomuseum. Ich
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, hier mit mir den Ausflug zu machen ins Deutsche Phonomuseum in St. Georgen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.